Moin aus Hamburg. Mein Name ist Wolfgang Peters von der Firma AVT und ich möchte Ihnen heute hier auf der Hamburg Open, die jetzt wieder im normalen Zeitraum stattfindet, im Januar, möchte ich Ihnen heute unsere neue Implementierung Microsoft Teams jetzt mit Video und auch WebRTC vorstellen. Wir hatten ja bei dem letzten Video, das wir mit Pro Audio gemacht haben, haben wir die Teams-Funktion gezeigt. Damals war es allerdings noch auf Audio begrenzt. In der Zwischenzeit haben wir jetzt auch die Videofunktion hinzugebracht und das möchte ich jetzt als erstes kurz zeigen. Auf dem Bildschirm haben wir ganz normal, wie Sie es kennen, die Leitungen sichtbar. Zwei Leitungen sind hier besonders markiert, da gibt es oben halt diese beiden Icons und das sind unsere sogenannten Collaboration Server Linien, die halt Teams erlauben, aber auch später dann WebRTC. Und das zeige ich jetzt mal, wie es funktioniert. Ich rufe erstmal zunächst raus. Was man auch im Telefonbuch sieht, ist hier auf der linken Seite auch meine Meetings Today. Also man kann auch mit dem Teams-Client auch an Meetings teilnehmen. Und auf der rechten Seite kann ich jetzt hier über die Telefonbuchfunktion auf Microsoft Teams Users gehen und dann entsprechend auswählen. Und ich wähle jetzt meinen Eintrag aus und rufe mich an. Ich habe jetzt mein ganz normales Smartphone und da sehen Sie jetzt hier auf dem Bildschirm kommt jetzt hier AVT TAIP Pro Studio 1 und den Ruf nehme ich jetzt an. Und dann wechselt er natürlich gleich in diese Maske. Meine Kamera ist momentan noch ausgeschaltet. Wir sehen jetzt hier, dass schon der Pegel kommt. Ich kann natürlich auch mal ein bisschen lauter machen hier, dass wir da was hören. 1, 2, 3. Ja, nur mal so. Das ist jetzt 8 kHz Audiobandbreite, die wir hier übertragen. Sobald ich jetzt aber meine Kamera einschalte, werden wir jetzt noch das Videobild hinzubekommen. Und das sehen Sie jetzt hier. Ich bin jetzt hier mit dem Videobild drauf. Das wird dann für jede Leitung, wo die Videofunktion freigeschaltet ist, sichtbar. Und dieses Signal kann ich jetzt natürlich auch direkt in ein Video-Playout senden, an ein Video-Playout-System senden. Und das wird über NDI, über dieses Internetprotokoll, nicht Internetprotokoll, IP-Protokoll für Video realisiert. Und ich kann jetzt durch Anklicken dieses Videobild per NDI an einen angeschlossenen NDI-Monitor senden. Das sehen Sie jetzt hier auf der linken Seite auf dem Bildschirm. Da läuft jetzt dieses Tool NDI-Monitor, was dann quasi das Audio- und auch das Videosignal natürlich darstellen kann. Die Qualität ist üblicherweise bei 720p, die wir dort erreichen. Allerdings jetzt in unserer Mobilfunksituation. Wir haben hier einen Mobilfunkrouter und ein Handy hier, also zweimal Mobilfunk. Da ist die Bandbreite natürlich jetzt hier gerade auf der Messe etwas begrenzter. Von daher haben wir ein bisschen Ruckel, aber die Schärfe, sehen Sie schon, ist schon ziemlich gut. Wie gesagt, können Sie auch an Teams-Meeting teilnehmen. Das zeige ich auch noch mal ganz kurz. Ich klicke hier auf die Leitung. Ich kann jetzt hier sagen, ich möchte an dem Hamburg Open Live Day 1 teilnehmen. Dann kommt noch eine kurze Info dazu. Drücke auf Yes und dann ist das System automatisch eingewählt. Und jetzt kann ich natürlich hier in meinem Kalender auf meinem Handy auch an diesem Meeting teilnehmen. Drücke auf Teilnehmen, jetzt Teilnehmen und dann verbindet sich das System und dann haben wir das Gleiche. Da sehen wir jetzt hier das Videobild wieder. Ich lege es nochmal per NDI auf den Schirm. Da sehen Sie es auch und wenn ich jetzt drehe, dann wechselt auch gleich die Ansicht auf 16:9 und dann können Sie die Videobilder direkt in das Playout-System einspielen. Den nächsten Punkt, den ich gerne vorstellen möchte, ist WebRTC. Was ist WebRTC? Mit WebRTC wird es möglich, ohne irgendwelche Applikationen Anrufer oder auch Persönlichkeiten, die man halt mit Video und Audio in die Sendung schalten möchte, in hoher Qualität aufs System zu bringen. WebRTC ist ein offenes Protokoll, was in jedem Webbrowser funktioniert, in jedem modernen Webbrowser funktioniert. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich jetzt kurz darstellen. Das Ganze funktioniert prinzipiell über Einladung per E-Mail. Das heißt, wenn Sie eine Persönlichkeit einladen wollen, dann schicken Sie dieser Person halt eine E-Mail und über diese E-Mail kann er dann per Link sich auf das System schalten. Das mache ich jetzt mal. Wir sehen jetzt hier den Screener. Beim Screener kann
quasi E-Mails vorbereiten. Also man kann hier ein Template ablegen, wo dann drin steht, was jetzt hier passiert, was er dort machen soll. Man kann halt eine persönliche Anrede wählen oder halt eine offizielle Anrede. Kann auch ein paar Sachen hinzufügen und dann wird diese E-Mail quasi automatisch vom System generiert. Ja? Ich drücke jetzt hier mal auf Quick Invitation und da öffnet sich dann halt dieser kleine Bildschirm, wo ich dann halt meine Einladung erstellen kann. Wenn ich schon im System bin in der Datenbank, kann ich hier einfach nach dem Namen suchen. Da gebe ich mal Wolfgang Peters ein, ich bin natürlich drin. Und dann kann man hier ein Label vergeben, was dann halt jetzt zu dem Thema halt entsprechend passt. Ich nehme mal hier, was ich schon vorbereitet habe, Hamburg Open 2023 Live. Und dann kann man noch irgendeine Beschreibung hinzufügen. Also Sie können natürlich auch ein Gewinnspiel machen, wo dann halt irgendwelche Informationen zum Gewinnspiel drinstehen. Ich mache jetzt hier einmal mal rein, Video-Meeting mit AVT. Ja. Zusätzlich kann man noch die Gültigkeit des Links beschränken, dass sich der Eingeladene dann halt nur zu bestimmten Zeitpunkten einwählen kann. Man kann aber auch sagen, okay, dieser Link ist unlimitiert, das heißt, er ist immer gültig, solange der Datenbankeintrag im System noch vorhanden ist. Ja? Ich mache jetzt mal einfach 24 Stunden, dass der Link 24 Stunden gültig ist. Und dann kann man hier unten auswählen, Edit before send, das heißt, man kann die E-Mail noch editieren, wenn man möchte. Wenn man da kein Interesse dran hat, kann man das natürlich gleich per Send verschicken und dann wird die E-Mail generiert. Hier oben sehen Sie jetzt diesen Eintrag. Ich klicke mal drauf, damit Sie nochmal die Informationen sehen. Falls irgendwas mit dem E-Mail-Versenden schiefgelaufen ist, können Sie auch gerne nochmal eine Resend-Invitation machen. Aber wir gehen mal davon aus, dass es jetzt soweit funktioniert hat. Auf meinem Handy kann ich jetzt wiederum mein Postfach anschauen und da sehe ich jetzt eine E-Mail AVT Show. Die öffne ich jetzt mal, die ist jetzt gerade reingekommen und da steht jetzt halt, lieber Wolfgang, um am Gewinnspiel teilzunehmen oder was auch immer Sie halt dort eingetragen haben in diese E-Mail, da können Sie dann das halt dem Eingeladenen dann mitteilen. Da sehen Sie dann auch hier den Open Link und die Gültigkeit und wenn ich jetzt auf diesen Open Link drücke, dann öffnet sich die Webseite und die wird jetzt quasi von dem Server ausgeliefert. Und hier, das ist ein ganz normaler Safari-Browser, also keine App, die wir jetzt da öffnen, auf meinem Handy. So, also ich kann jetzt hier entscheiden, ob ich mit Audio und Video beitreten möchte und muss jetzt letztendlich nur noch auf Einwählen klicken. Muss noch zusagen, dass ich jetzt mein Mikrofon und Kamera freigebe und dann verbinde ich mich. Im Screener sehen Sie, dass hier der Anruf reinkommt. Ich wechsle jetzt aber zum LAN-Client, weil dort dann auch das Video sichtbar wird. Da sehen Sie, dass es jetzt gerade blinkt. Und an dem Symbol sehen Sie jetzt auch, dass es ein WebRTC-Anruf ist. Und da kann ich jetzt wie üblich auf Pretalk Hold On Air gehen. Ich drücke jetzt mal direkt auf On Air. Und dann sehen Sie auch schon, dass da das Video schon rüberkommt. Genauso wie Sie es eben bei Teams gesehen haben. Leider wegen der Mobilfunkverbindung nicht ganz stabil. Das Audio sehen Sie auch, dass es rüberkommt. Und jetzt, wenn ich hier draufklicke, passiert hier auch wieder genau das Gleiche, dass dann hier das Video per NDI dann auf den Video-Playout-System ausgespielt werden kann. Ja? Der Vorteil bei dieser WebRTC-Verbindung ist natürlich einfach, dass der User keine Software installieren muss, dass er halt einfach das vorhandene Equipment benutzen muss. Eine Kamera sollte er natürlich haben und auch ein Headset idealerweise. Und dann kann man sich halt ganz einfach in das Studio einwählen. Wir werden das jetzt im nächsten Schritt auch noch auf Opus erweitern, sodass wir dann auch wirklich sehr hohe Qualität übertragen können. Nicht nur 8 kHz, sondern auch wirklich dann 15 kHz. Das wird dann jetzt im nächsten Release erfolgen. Ja, und dann können Sie halt sehr komfortabel Live-Videoschaltungen und auch Audioschaltungen mit dem System realisieren. Ja, ich danke recht herzlich für Ihr Interesse und wenn Sie Näheres zu dem System wissen wollen, melden Sie sich einfach bei uns. Unser Sales-Team steht immer bereit, um Ihnen Details zu erklären und auch gerne Ihnen eine Leihe zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank.